Herzlich willkommen zurück zum Thaumaturgen. Ja, wir werden uns auf die Soiree vorbereiten. Machen jetzt mal wieder ein bisschen mit der Hauptquest weiter. Aber ab und zu mal so eine kleine Nebenquest einbauen ist ja auch nicht schlecht. Die sind ja ganz nett. Jetzt nicht überragend, aber sie tragen halt viel noch zur Welt dabei. Man erfährt noch mal ein bisschen was über die Revolution hier. Ist ganz schön, mal so ein Thema zu haben, was ja sonst eher nicht so präsent ist bei uns. Das ist schon sehr schön. Muss jetzt irgendwie nach Hause gehen, glaube ich. Ist das jetzt auch nicht so? Na, ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube schon. Ja. Hier wohnen wir. Genau. Da müssen wir nämlich mal gucken. Da müssten nämlich die Klamotten jetzt wirklich mal da sein bei uns. Wahrscheinlich einmal hoch in den ersten Stock. Und hier war ja unser Zimmer. Dann können wir jetzt hier uns die Klamotten anziehen. Oder auch nicht. Okay, dann nicht. Die Steuerung ist bei den Türen manchmal ein bisschen unschön. Da muss man wieder auf WSAD gehen, aber immerhin geht das. Aber ich mache das doch lieber mit der Maus. Hier sind die Sachen. Well, I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Ja, können wir machen. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Ui. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Nein, das können wir nicht machen. Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Lässt auch keine Gelegenheit auszusticheln, ne? Welcome to the Imperial Hotel. Ah. How may I help you? Ligia Shulska, here on the invitation of Svetlana Rumyantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? Dann können wir ja diese Nebenquest auch noch machen. Vielleicht. Oh, das ist hier das nächste Laster. Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor! Can you hear me? Yes, of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Viper's Den, brother. Everything's all right. I just got a little lost in thought. I'll be good, I promise. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there.
Naja, wir sind brav, wir sind brav. Vision eines Salutors. Ich hörte ein langgezogenes Zischen und Rasseln des Schuppen. Das kann nur eines bedeuten. Irgendwo im Hotel Imperial treibt sich ein Salutor herum. Und irgendjemand hier trägt ein Laster in sich. Natürlich. Deswegen heißt es auch die Reptiliensause. Aber wir haben ja hier auch... Achso, ich kann das gar nicht jetzt annehmen. Alles klar, geht gar nicht. Na gut. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Scowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Excuse me, do you mean Governor General Scowan's daughter? Well, who else? The debutante of the season. Have you just crawled out from under a rock? Old Scowan and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligia Shulska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Sophia Georgieva Skalon ist die diesjährige Debütantin der Warschauer Gesellschaft, die viele Augen auf sich zieht. Die junge Salonlöwin genießt die Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wird. My name is Viktor Schulski. Well, there we have it. I'm afraid we've got a few things to explain to one another. Preferably through violence. I don't think so, Mr. Shulski. Where are you from? You're among polite society, not cattle. Ach, komm. I'm not the only one itching for a brawl, am I? What? Is one guy more than you can handle? Let's take this out to the forecourt, gentlemen. Sergei, my friend, anything for you. Ja, wir benehmen uns, haben wir gesagt. Ja, wir benehmen uns. Wir sind ganz brav. Okay. Angreifen mit Opyr. Angreifen mit Bukawatsch. Der kann nichts Besonderes. Fangen wir ruhig hier an. Ja, das ist eigentlich mal ein ganz guter Start. Teamabwehr. Fügt Schaden zu und verringert Fokus. Team-Gegenangriff. Okay. So, Opyr. Ja, ein Fokus ist halt lächerlich, ne? Langsam ist er sowieso, dann können wir halt auch das hier machen. Ah, perfekt. So, Opyr greift gleich an. Ja, komm. Aber geplanter Angriff. Wieder 3. So sind wir vorher noch dran. Also Schnelligkeit ist schon ein wichtiges Ding, glaube ich, ja. Hat sich bisher zumindest ganz gut bewährt. Au. Okay. Jetzt würde ich eine Heilung nehmen. Geplanten Angriff wäre er raus. Der greift auch nicht mehr an. Dann machen wir das. Dann gehen wir erstmal auf ihn und holen uns ein paar Lebenspunkte. Die wir nämlich ganz gut gebrauchen können. Gut. Alles klar. Der heilt sich halt wieder hoch. Damit können wir ihn rausnehmen. Perfekt.
Dann können wir jetzt hier mit Vukovac angreifen. Das ist natürlich dann mega langsam, das ist nicht so gut. Ja, machen wir das hier. Bisschen ärgerlich, dass der nochmal angreift. Hey, mit so 43% sind wir weg. Aber hier steht doch, dass der tot ist. Das verstehe ich halt gerade nicht. Ah. Wir brauchen Opür zum Heilen. Achso, durch unseren Angriff. Ja, ja, ja. Okay, gleich heilt uns Opür und wir können ihn rausnehmen. Perfekt. Das gepeinigt ist so gut. Jetzt habe ich unseren neuen noch gar nicht genommen. Benutzt. Okay, was haben wir hier? Ach, wir können die Aussicht genießen. Ach ja, schön. Fantastisch. Okay, gehen wir wieder rein. Was haben wir denn noch Schönes? Okay, Werbeplakat für eine Seance. Die Oberfläche des Plakats spiegelt die positiven Gefühle der Passanten wider, die es sich durchgelesen haben, darunter die Neugier in Bezug auf das mysteriöse Medium und Aufregung, die sich durch einen erhöhten Puls verrät. Anscheinend sind die Seancen der Madame sehr beliebt. Okay, wo haben wir hier noch was? Ah, hier haben wir noch was. Ein Vogel. Eine Prozession schlanker Beine, bunter Federn und melodischer Stimmen. Im Gegensatz zur Revue-Tänzerin ziehen diese Schönheiten ihren Liebhabern das Geld unbeabsichtigt aus der Tasche. Unabsichtlich aus der Tasche. Haben wir hier die Mission gefunden wahrscheinlich. War das die Nebenmission? Nee, oder? Doch. Well, well, someone new. Good evening. Good evening, Viktor Szulski. Irina Orlova of those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Szulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Okay, das wissen wir noch nicht. How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a Thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A Thaumaturge, don't worry. But now you do. Well, it depends on what kind of trick you show us, Mr. Szulski. Tja. I need to slip away for a moment. Oh no, what a shame. Ja, das tut mir leid, aber wir werden wiederkommen. Vermute ich mal. Irgendwo hier muss noch was sein. Hier wahrscheinlich. Oder auch nicht. Aber hier... Okay, ich glaube, hier unten sind wir vielleicht tatsächlich erstmal. Wir gucken mal oben. Nee, der schickt uns runter. Okay, irgendwas habe ich unten noch übersehen.
Was? Gefühlt war ich hier überall. Ah, hier hinten noch. Goldener Käfig. Um den goldenen Käfig schwirren geflüsterte Worte einer Frau, die darüber nachdachte, ihn zu öffnen. Sie stand kurz davor, den Vogel aus Jux zu befreien, um das darauffolgende Chaos zu genießen. Irgendetwas hielt sie jedoch davon ab, weshalb der Vogel noch immer im Käfig ist. Isn't that our I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Okay, ja, da kann ich jetzt nicht widerstehen. Or maybe I shouldn't. Do you like being a tease? Forgive me, ladies, for teasing you like this. Here's the secret. Come on, we're dying to know. Someone was recently playing with the lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Shulsky? In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None. Especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. And what now? I need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyantseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Okay. Jetzt haben wir es hier rausgefunden. Wie uns das weiterhelfen soll, keine Ahnung. Mr. Shulsky? I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? The cream of Warsaw society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. Ja, unsere Schwester. I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Ligia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Shulska. Best of luck. You'll need it, since Ligia ended up with the entire inheritance. How do you know all these things? People talk, I listen. That's all. Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. And what are you doing here, Mr. Konieczkin? I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. A doctor, thaumaturge, or policeman could say the same. Your interest flatters me. Who knows? Maybe the apple hasn't fallen far from the tree, and someday we'll even be friends. How well did you know my tree? We enjoyed talking and lending one another a hand. If I may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask?
I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Shulsky. Yes, I'm sure. Okay. Was uns hinter dieser Tür erwartet in der Suite 237, gut, unsere Schwester, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.